Heute wird's richtig crazy. Meine Güte, ist das geil. Cliffs Amusement Park. Keep America beautiful. Der Ort heißt Truth or Consequences, also Wahrheit oder Pflicht sozusagen. Es wird bergig, es gibt Tiere. Let's go! Und da war noch ein Schild ab, hier keine Services mehr. Hier gibt's gar nichts mehr. Ich bin kein richtiger Mann. The wildest tour in the wilderness. Celebrating USA's semi-quincentennial. Folks, you all have fun with the new vlog. Guten Morgen, liebe Sorgen. Unser Zimmer, unser Auto. Das ist einfach nur toll, ne? Das lieben wir ja hier. Howdy, Leute. Gestern und vorgestern waren wir mit euch in den unendlichen Weiten von Texas. Heute sind wir in New Mexico. Und das Zimmer habt ihr gestern gesehen mit unserer unfassbar coolen Route 66 Gestaltung. Also das ist wirklich ein tolles Zimmer, gestern ausführlich gezeigt. Die Route 66 war früher mal hier. Wir sind nämlich in Santa Rosa. Kommt von nichts Besonderem. 2700 Leute leben hier. Da dichtet sich irgendjemand zusammen, dass er irgendwas mit irgendwas zu tun hat. Die haben Blue Hole, das ist so ein 20 Meter tiefes Wasserloch. Das sind die Sehenswürdigkeiten und das Eisenbahn, das Route 66 Historic Museum. War beides übrigens auch auf den Billboards auf dem Weg hierhin zu sehen. Das ist tatsächlich dann alles. Assi. Ja, von außen auch cool. Man merkt schon wieder, es wird warm heute. Aber das war ja auch zu erwarten. Wir sind ja auch in den Südstaaten. Grüße gehen raus an Dennis. Ich werde dich nicht ablösen in deiner Dichterei und Dichtkunst. Doppeldeutig die Dichterei. Grüße auch an deinen Sessel. So, wir packen wieder unsere Koffer in das Fahrzeug. Heute wird es richtig crazy. Wir machen einen Freizeitpark. Wir wollten machen 3 Freizeitpark quasi. Hinter der Kamera hat das jemand geplant. Also machen wir einen Freizeitpark mit Ach und Krach. Die 2 anderen machen wir auf gar keinen Fall, die werden auf dieser Tour nicht angefahren. Gestern waren wir in Amarillo, haben einen Freizeitpark gemacht. Vor 4 Jahren waren wir da auch schon mal, waren auch in dem Park. Die haben aber wegen schlechtem Wetter zugelassen. Da gab es einen zweiten Park, den wollten wir machen. Die gleiche Person, die wir jetzt nicht namentlich nennen wollen, nennen wir sie J.M. Reichert. Nein, das ist zu auffällig. Nennen wir sie Jude Moana R. Hat da auch geplant. Und hat vergessen, ach so, AM und PM, das sind ja unterschiedliche Uhrzeiten. Sollte ich vielleicht darauf achten, weil ich habe aus der gleichen Uhrzeit einfach unterschiedliche gemacht. Dass wir eine Zeitzone gewechselt haben zwischenzeitlich jetzt hier auf dem Trip, hat diese Person einfach auch ignoriert, weil das passiert ja später oben erst, das ist ja nicht unten. Zeitzonen werden jetzt so eingeteilt, müsst ihr euch jetzt auch umgewöhnen. Er hat so recht. Bitte schreib keine bösen Kommentare. Ich lasse die Frau alleine machen, die ist groß, die kann das. Und jedes Mal... Wir hatten bei der Küchenplanung einen 20 cm breiten Kühlschrank. Da hat die Küchenplanerin, ja, die das da vor Ort macht und auf ihrem Millimeterpapier rummalt, mich angeguckt, komplett entsetzt. Sie haben ihre Frau alleine messen lassen. So, ja, eigentlich braucht man dafür einen Zollstock und keinen Pimmel. Ich habe mich getäuscht. Ich hätte es wissen können. Sollt ihr helfen? Nein, bitte nicht. Wenn Uschi hilft, ist das wie wenn 2 andere loslassen. Und sie denkt jetzt, ach komm mal auf. Doch, es ist so. Ja, jeder, den ich wirklich kennt, würde das bestätigen. Ich bin sehr schwach, die Kühlbox ist leer, deswegen laufe ich so komisch. Aus den Beinen heben, Jan, sind die Knie kaputt und der Rücken gesund. Bringt ja auch nichts. So, wir müssen Eis holen für die Box. Da ist kaltes Wasser drin und kalte Getränke. Auf den Lageplan meine ich in der Ecke, oder? Meine ich. Wir haben euch in den letzten 2 Videos ja auch komplett mitgenommen, wie das Ganze hier so technisch funktioniert. Bis jetzt gibt es jetzt keine großen Updates, aber Kühlbox ist ja ziemlich cool. Kühlbox für einmal und nicht mitnehmen. Elektrisch kaufen sehe ich nicht, die sind viel zu teuer, bringen auch nicht viel. Da brauchst du einen Kompressor, der ist noch teurer. Und das macht man hier gar nicht.
weil alle benutzen Eiswürfel. Das haben das Motels, wenn vielleicht in der Hood nicht so viele nette Menschen leben, dass die Eismaschine, ja, hier ist sie weggeschlossen, brauchst eine Zimmerkarte. Wir hatten das mal, da war die auf der oberen Etage und unten haben sie die weggemacht, sonst steht die immer offen irgendwo. Eiswürfel for free in die Kühlbox, ihr habt ein gutes Leben. Wenn ihr, geil, auch der Ausblick hier, waschen wollt und oder müsst, kommt hier 8 Quarter rein. Ja, mach mal 2 Viertel. Nee, 4, nein, warte, 2 ganze aus Vierteln, so. Genau, schon mal das kann er. Genau, dann habt ihr hier Waschmaschinen, aber wir wollen Eis. Bin full. Ich nicht. Immer ein bisschen tricky mit dem Gitter da drunter. Wenn die da durchfallen, dann wickeln die sich unten wieder zu und die Tüte lebt dann hier. Das ist der Vorteil von diesen ganzen gratis Walmart-Tüten. Die kann man sehr gut zum Eiswürfeltransport benutzen. Wenn es einmal, du hast ja die Getränkedosen sind in diesem länglichen Karton und da war die Eismaschine draußen und da bin ich mit der Box hin und habe den Karton als Rampe benutzt. Das war smart. Aber das hatten wir irgendwie nicht mehr, dass das irgendwie entspannt so funktioniert hat. Ist auch nur beim Anfang gut, wo das Ding halt noch nichts wiegt und du durch den ganzen Laden läufst. So. Oh, da holen wir noch ein Tütchen. Das schadet nicht, ja. Achtet echt darauf, das muss vor allem am Anfang bei der großen Box, es muss echt schon einiges sein. Die Getränke müssen quasi im Wasser stehen. Ist natürlich blöd, wenn ihr andere Sachen mitnehmen wollt. Das muss irgendwie waterproof verpackt werden. Da gibt es wahrscheinlich mit Zipbeuteln, hast du da wahrscheinlich die beste Lösung. Die Amis machen es ja den ganzen Tag so. Aber du musst halt quasi das Wasser oder die Menge Eis als Leiter haben, damit das funktioniert. Hat letzte Mal, haben wir Lukas das alleine machen lassen, so sein erstes Mal, hat nicht geklappt. Aber erstmal machen, dann lernen und dann besser können. Und einfach mal machen lassen. Mach ich hier vielleicht nicht mehr bei. Ja. Ach ja, und Frühstück gibt es ja auch, das gucken wir uns jetzt auch noch an. Da habe ich euch, glaube ich, heute Morgen erstmal genug erzählt. Weil es so noch Kleinkram ins Auto packen, dann ist die Karre wieder ready. 3/4 Tank und 1,40 fahren wir zum Park. Meine Güte, ist das geil. Katzencontent. Asozial, hat die ein Bier zum Frühstück. Lässt du mal jetzt mein Bud Light in Ruhe? Ich bin schockiert. Wir hatten ein amerikanisch vernünftiges Hotelfrühstück. Also Bagel, Cream Cheese, Rührei, damit holst du mich ab, da kann ich mit überleben. Original Haselnussaufstriche. Also damit kannst du mich jagen, aber da jemand, der hier die Flasche nicht aufgedreht bekommt, hat sich da sehr drüber gefreut. Obst, Cerealien wieder, Waffeln nicht in Form von New Mexico, natürlich auch nicht in der Form von Texas. Aber ich bin froh, dass wir in einem Hotel, wo wir bis jetzt in Texas waren, auch die Texas-Waffeln hatten. Und ja, die Route 66 hätten wir jetzt geradeaus weiterfahren müssen, sind jetzt aber abgebogen wieder auf den I-40, der uns auch hier hingebracht hat. Und die Route 66 ist halt einfach früher die Straße gewesen, die alles hier miteinander verbunden hat, die ikonisch ist, die kennt jeder von uns, glaube ich. Da haben Leute dran gewohnt und haben davon gelebt mit ihren Tankstellen, ihren Restaurants und ihrer Hotellerie. Und dann hast du natürlich auch Leute, die stört das wieder alles. Weil da fahren ja Autos durch, da sind zu viele Leute, ich will meine Ruhe haben.
Und dann gibt es in Deutschland immer so eine Umgehungsstraße. Und dann beschweren sich alle, dass alles zugrunde geht und keiner mehr Business macht und keiner mehr kommt und so weiter und so fort. Faszinierend, oder? Es gibt so viele Beispiele dafür und keiner lernt daraus. Es gibt sogar einen Animationsfilm, der die Route 66 quasi parodiert. Und ich habe jetzt in letzter Zeit gelernt, ich muss alles erklären, es geht um Cars von Disney. Genau. Das einmal auch nochmal dazu und am Rande natürlich viele Museen und viel, was sich darauf irgendwie beruft und damit wirbt und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles komplett legitim, nachvollziehbar, macht ja auch Sinn und ist einfach auch cool, weil vor allem ich finde immer so Südstaaten und vor allem auch so Texas ist so, wie man sich als Deutscher USA vorstellt, weil natürlich auch die ganzen Filme irgendwie so aussehen und hier alles noch so aussieht und nicht einfach so eine große Stadt, auch wenn die großen Städte auch vom Baustil alle dann auch immer aussehen wie New York und was ja dann eigentlich von den Holländern kommt, die irgendwie nur noch kleine Häuschen selber haben. Ja, das geht, glaube ich, ein bisschen zu tief. Ist ja auch, glaube ich, dass der Dollar heißt Dollar, weil das ich glaube, sogar aus Deutschland kommt, diese Begrifflichkeit, diese Kette, wie sich das Wort weiterentwickelt hat. Haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem Video erklärt. Ich habe es aber auch jetzt nicht mehr im Kopf, um es so zu erklären, dass es vernünftig richtig ist. Aber ich meine, das war aus Deutschland und hat sich dann immer so aus Wörtern so weiterentwicklt. Und wenn das dann so Flüsterpost und die verduschelst du auch noch, dann kommen dann so Sachen bei raus. Wir fahren jetzt wieder nur geradeaus. 109 Meilen. Insgesamt in 105 Meilen fahren wir von dem Interstate runter und fahren zu Cliffs Amusement Park. Und da erwarten uns 3 Achterbahnen, unter anderem eine Holzachterbahn. Da sind wir sehr gespannt drauf. Und ansonsten gibt es jetzt erstmal nichts Spektakuläres, außer flaches Land, unendliche Weiten. Also so flach ist es gar nicht, es wird gerade schon ein bisschen hügeliger. Das macht auch Sinn, weil es hügelig werden muss. Die große Ebene ist woanders. Da kratzen wir, glaube ich, auch noch dran vorbei an dieser Tour, weil es alles komplett gaga wird. Aber der Ort jetzt gerade hier, Santa Rosa, war eigentlich irgendwie cool. So ein bisschen verschlafen, ein bisschen oldschool, ist alles noch an dieser einen Straße, was die Route 66 mal war. Sieht aber cool aus und was natürlich nicht so schön ist, aber total geil aussieht, sind diese Lost Places und verrotteten alten Restaurants und Motels. Das sieht ja einfach mega aus. Also wirklich, hier kannst du, wenn du Musikvideos drehen willst oder Filme drehen willst, dann gibt es ja auch hier einfach Sets, Spots ohne Ende. Keep America beautiful. Okay, was haben wir hier? Das ist ja witzig, oh mein Gott. Aber das kann man doch nicht kaputt machen. 7,99. Das sieht doch viel zu schön aus. Bro ist im Paradies, ja. Ja, das ist The Godfather. The Godfather. Alter. Da muss ich jetzt auch mal ein Foto machen. Warte mal. Das glaubt dir doch kein Mensch. Was kostet das denn? Das ist ja krass. Das kauft hier? Kauft das hier jemand? Spieße. Chinesische Spieße, ja. Extra für dich. Dollar. Ja, darfst du nicht. Die darf ich nicht. Darfst du nicht einführen. Nee, ich zünde das hier. Ach so. Darf man das? Darf man das? Wer verbietet mir das? Ja, die Wings of Freedom, die müssen es natürlich eigentlich sein, ne? Das ist für Amerika. Ich nehme sowas hier. Oder hier, boah, das müssen wir eigentlich haben. Wir haben nur kein Feuerzeug, ne? Das kann man hier bestimmt nicht kaufen. Alter, nee, $7. $7? Wie viel sind das? 3 Wunderkerzen. Schade. Für den Gag? Ja, aber eine Handvoll Raketen. $3. Du Ja, sagst ja, nein. schon gut. Das Du kannst kaufen, was du willst. $7 finde ich schon. Das Das ist nicht ist billig. Nee. Taco Tuesday, 500 Gramm Taco. Ja. Das finde ich auch cool hier.
wir waren gerade in diesem Super Wonder Exit. Wir haben jetzt so eine Dreiviertelstunde gefühlt vorher schon Billboards davon gesehen. Die ganze Straße war kurz vor dem Exit gesäumt mit Billboards, Fireworks, Jewelry, Guy-Stuff, Food, Drinks, alles und so gefühlt Aber keine Winkelkatzen. Keine Winkelkatzen. Gefühlt die Oase hier in der Steppe. Natürlich auch tanken, ne? Das ist für die meisten wahrscheinlich dann auch interessant, wenn man hier so auf ewige Nirgendwo-Straßen unterwegs ist. Und Bro ist erstmal natürlich direkt, hat sich von dem Black Cat Feuerwerk anziehen lassen und ist direkt da rein und hat dann alle möglichen Sachen gesehen. Verrückt, also bei uns ist Feuerwerk so gefühlt nur Feuerwerk und da ist es so ein richtiges Erlebnis. Die Verpackungen sind ja der Megahammer. Also da hat sie Minions, da hat sich eine Handtasche, eine Kamera und da ist dann aber einfach das Feuerwerk drin. Also das zündet man so an, wie bei uns so eine Batterie und stellt die so hin und dann leuchtet das. Feuerwerk ist bei uns nur 4 Tage zu kaufen. Stimmt. Und nur 24 Stunden zu zünden. Nicht 365 Tage. Stimmt. Ich weiß gar nicht genau, wie die Rechte hier sind. Es gibt bestimmt Staaten, in denen das immer erlaubt ist und Staaten, in denen das nie erlaubt ist oder nur dann und nur zum 4. Juli oder keine Ahnung. Aber Bro nickt gerade, also er denkt das wahrscheinlich genauso. Und cool war, man konnte dann war so ein großer Fernseher und dann war so ein Kabel da dran, das hat zu so einem Scanner geführt und da konnte man dann quasi sein ausgesuchtes Feuerwerksartikelchen scannen. Und konnte dann sehen auf dem Bildschirm, was dabei rauskommt. Also man konnte quasi dann das Feuerwerk in Action sehen, damit man auch weiß, was man kauft. Das war cool. Das fand ich echt eine coole Idee. Vor allem die Auswahl war so riesig. Und wenn man überlegt, das steht da halt einfach so, jeder kann da hin, jeder kann das anzünden und den ganzen Bums in die Luft jagen. Einfach 365 Tage im Jahr steht da unfassbar viel Feuerwerk in komischster Art und Weise und Form und Farbe. Das ist wirklich krass. Also das gibt es ja in den USA öfter, aber ich glaube, so richtig angeguckt haben wir uns das noch nie. Das war fancy. Dann gab es natürlich noch, wie gesagt, da war so ein DQ, das war jetzt nicht so interessant für uns, aber allen möglichen Tinne, Fruit 66 und New Mexico Souvenirs, Klassiker, Magneten, Untersetzer, Flachmänner und was es nicht alles gab. Steinschleudern sogar, fällt ja bei uns unter das Waffengesetz, hat der Bro gesagt. Mein ich. Dann gab es auch Pistolen zu kaufen, also so Revolver, Messer, Schmuck, haufenweise Schmuck, so ziemlich coolen Tinnef auch, so verrückte Lampen mit so Motorrädern unten dran oder mit so Schädeln und sowas. Das sah alles ganz cool aus, also sehr viel Auswahl, sehr viel Kram, den man auch nicht braucht, aber sich das mal anzugucken war super lustig. Dann gab es natürlich noch so ein paar Shirts von New Mexico oder der Route 66. Ponchos, genau, so Mexican Ponchos. Alle möglichen Hüte, so extra so eine kleine Deko-Abteilung für Veterans, wo du dann so Bilderrahmen und so hast, wo das dann so dran steht, dass man Wet Veteran ist oder war oder was auch immer. Ja. Achso, habe ich noch was vergessen? Nö. Das war fancy. Das war cool. Das hat sich gelohnt. Deswegen könnt ihr auch ruhig ein bisschen mehr Zeit bei den Strecken einplanen, falls man irgendwann mal was sieht, wo man anhalten möchte, damit man dann nicht sagt, nee, aber der Park ist gleich auf oder zu oder was auch immer, sondern damit man dann auch die Ruhe hat, sich wirklich irgendwie was anzugucken, damit so ein Roadtrip halt auch noch mehr Spaß und noch mehr Sinn macht.
Wir sind angekommen bei Cliffs Amusement Park. Welcome. Und Cliffs ganz kleiner drunter. Also den Weg gehen muss man erstmal finden. Und kleiner süßer Park, sehr überschaubarer Parkplatz. Und ist hier schon Metalldetektoren vorne. Das haben sie auf jeden Fall schon. Ja, schauen wir mal. Ich hab Bock auf Holzachterbahn. Und gespannt auf anderes hier. Sieht erstmal classic aus. Schauen wir mal. Ja, wir sind drin. $38 knapp plus Tax kostet der Eintritt pro Person. Kriegst du eine Pappkarte als Eintrittskarte und 2 Meter später wird die abgenommen, weggeschmissen. Du kriegst einen Stempel. Der muss auf den rechten Arm und der muss auf die Oberseite, nicht nach innen. Also ist der bei mir hier oben irgendwie gelandet. Der kennt sie gleich nicht mehr. Ja, ist gleich schon wieder weg. Ist in der Beuge auch praktisch. Ja, so ist das manchmal. Und in US-Freizeitparks ist es ganz oft so, dass du dir gar nichts mitbringen darfst. Auch keine Getränke. Durften wir aber austrinken nach der Kasse, bevor es reingeht. Und kann man drinnen dann mit Wasser auffüllen. Deswegen immer eine Trinkflasche dabei haben. Gerne auch eine Mehrwegflasche, die ihr so schon habt. Und the New Mexico Rattler ist das Ziel für jetzt. Und die erste Achterbahn, die wir fahren. Custom Coasters International Holzachterbahn mit Zügen der Firma PTC Philadelphia Toboggan Coasters. Was ist denn los? Ja, da rappelt es nicht nur bei der Schlange, sondern auch bei der Bahn. Holla die Waldfee ist übrigens ein Hybridcoaster, das habe ich natürlich falsch gesagt. Es gibt so eine Stahlstützen-Unterkonstruktion, die aber aussieht wie Gebälk von Holz. Aber obendrauf ist Holz, roughes Hardcore-Holzachterbahn in Oldschool PTC-Zügen. Boah, ey, wo fährt das Ding überall lang? Und wie lang ist diese Bahn einfach? Fährst du so irgendwie den Hinterhof runter und weiß ich nicht was alles. Und hast eine ziemlich roughe, wilde Fahrt mit viel Airtime. Vorne ist ja schon cool und vorne ist schon hart. Aber hinten, was ist, wenn die jetzt mal schneller operaten würden und das Ding warm fährt? Da hast du aber mal richtig die Rambazamba in der Disco, ey. Da boxt der Papst im Kettenhemd. Ja, aber Operation ist halt sehr langsam. Einzug-Operation und dann, wenn alle raus sind, alle Bügel auf, alle Gurte auf, wenn die Leute einsteigen, jeder den Gurt zu. Dann wird erst der Gurt kontrolliert, dann jeder der Bügel zu und dann wird bei jedem noch mit der Bügel kontrolliert. Also es ist sehr langwierig, aber gut, so ist das manchmal. Wir gehen jetzt hier noch rüber zu Galaxy. Die Firma SDC hat diesen Cyclone gebaut. Haben wir gestern quasi ja schon eingesehen von Pinfari, der irgendwie höher war. Hier ist auch
eine Warteschlange. Es war also bei dem Woody's Walk On, das haben die, glaube ich, noch nicht gecheckt, da stehen gerade richtig viele Leute an. Was ist das denn für ein Quatsch? Gut, bringt ja nichts. Vielleicht sieht es auch nur wilder aus oder die Operations sind auch wieder zu langsam. Aber die Bahn werden wir jetzt als nächstes besteigen. Ja, Galaxy gefahren. Cool, Klassiker. Einfach Klassiker. 2 Züge mit jeweils 2 Wagen im Einsatz und sitzt unten im Boden. Waren ja viele Leute hier standen, aber es ging relativ schnell. Wir kommen jetzt wieder alle Schreikkinder zu uns. Was ist das denn schon wieder? Ja, coole Bahn. Sie haben hier noch einen Drop Tower, der fährt auch die ganze Zeit. Der sieht aber auch komisch aus. Ein bisschen aus wie so ein Küchengerät von QVC, weil so eine Schneidehilfe, ey. Ein nicer Drop. Theoretisch kommt er doch jetzt direkt runter, oder? Ja, sehr spannend. Der klingt einfach direkt aus. Gegenüber vom Galaxy haben wir noch einen Lokflum. Und wir laufen jetzt mal ein bisschen rum, weil es fehlt noch eine Achterbahn, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Und wir sammeln vielleicht mal ein paar Impressionen für euch, dass ihr noch euch ein kleines Bild von diesem Park hier machen könnt. Was man auf jeden Fall aber jetzt schon mal sagen kann, Operator alle mega nett und geben sich richtig Mühe. Und es ist echt hübsch hier und sauber und ruhig, passende Musik. Wir haben hier so ein bisschen so einen Country-Style hier und dann läuft Country-Musik. Gut, in der Mitte dann viel Beton und so ein Swingride, aber come on, also das ist schon für so einen random kleinen Park in Albuquerque eine ziemlich coole Sache, weil hier sind wir übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, in welchem Ort wir sind und das ist, glaube ich, auch ein Stadtname, den man schon mal gehört hat, oder? Weil habe ich das Gefühl, dass man das kennen kann. The neighbors gave me a side eye, like I was blind. Oh yeah. 9 to 5 was my dad's advice. Don't think twice, I want the luxury life. My beauty can't lose it, I'll use it. I'll take what I want. Oh yeah. A whole lot of tickets. Not enough time. A whole lot of work for a trophy wife like me. Oh. Slow traffic caused me stress. Show no panic, I'm just born in a dress. At 9 older, I'm older, I'm done. I'll do what I want. I'll do what I want. Spending a Sunday at the gym, trying to fit in. Counting the days until I meet my future husband. I try to be kind to myself. I said, girl, you got this. A whole lot of tickets, not enough time. Not enough time. A whole lot of
Full Count Cliffs Amusement Park. Es gibt hier noch so ein Kinderghetto unter der Achterbahn. Also die Holzachterbahn, der New Mexico Rattler ist einfach überall. Und da versteckt sich noch ein SBF Visa Compact Spinning Coaster. Es sabber gerade noch ein bisschen das Chlorwasser raus. Jetzt ist natürlich die Musik laut. Wir gehen noch ein Stück weiter. Es gibt noch so einen Looper. Fährt einfach nur ein Looping. Fun Fact, das habe ich letztens erst gesehen. So ein Ding stand mal im Freizeitpark Pylonen. Voll krass. Ich war auf dem Banner mit zu den 30 Jahren, die jetzt gefeiert haben. Es gibt auch noch ein paar andere Flatrides. Und ich mache noch mal eben eine Aufnahme von dem Eingang von New Mexico Rattler. Es gibt auch noch Mini-Autoscooter und einen normalen Autoscooter. Und ich hatte jetzt in den vergangenen News-Videos öfter mal, es gibt natürlich eine Schiffsschaukel. Standardportfolio muss man haben. Dann gibt es einen fliegenden Teppich, der ist von Chance Rides. Und bei den beiden Attraktionen quasi mittig dazu gibt es von der Firma Mack Rides noch eine Berg- und Talbahn, den Musikexpress. Und nicht den Music Express, sondern der Musikexpress. Das steht in Deutsch drüber. Es gibt noch viel deutschere Mack Rides, Berg- und Talbahn in den USA. Aber leider alles ohne Beleuchtung dafür, aber Musik, und die Leute haben dennoch Spaß und quietschen. Zamperla Air Race, das steht hinter mir, fährt gerade nicht, aber das ist eigentlich ganz spannend, um mal ein paar Sachen wieder zu erklären vielleicht. Und zwar die Sicherheit bei Freizeitparkanlagen. Und es gibt verschiedene Wartungsintervalle, die zum Beispiel von den Herstellern schon vorgegeben werden, und auch behördliche Prüfungen, Zerstörungsprüfungen, wo das ganze Zeug geröntgt wird und so weiter und so fort. Alle Schweißnahten überprüft werden, teilweise der Lack runterkommt und Schweißnahten überprüft werden. Habe ich Naht gesagt? Nee, Nahten. Nahten? Was habe ich gesagt? Echt? Nahten? Nähte. Scheiß-Nähte. Ich habe das so ausgesprochen, wie die vorne beim SBF Visa Coaster für diese Halterung, da fährt keine Achterbahn drüber, aber da hängt ein Schild dran. So wie die Schweißnaht aussieht, habe ich Schweißnaht ausgesprochen. So, es geht nahtlos weiter, und zwar kann man hier ganz kurz sehen, es gibt so Transporteisen, die sind dafür da, dass man die Gondeln zum Beispiel transportieren kann. Die werden dann in zum Beispiel entsprechende Firmen gefahren, die sowas überprüfen, oder man hat das in-house. Ich weiß nicht, so groß ist der Park nicht, ob die sowas auch haben. Die sind, so wie die aussehen, von der Prüfung zurückgekommen und werden dann wieder montiert, und zwar oben dran. Also die werden nicht oben dran montiert, aber man macht ja Überschläge bei so einem Air Race. Und das Gegengewicht ist logischerweise jetzt unten, weil es ja ein Gegengewicht ist, und wenn da oben nichts dran ist. Aber spannend mal zu sehen, die ganze Verkleidung ist ab, wie viel Schläuche, Kabel und anderes da dran ist. Und das ist mit dem, was ihr gerade noch an Impressionen gesehen habt und dem, was wir erzählt haben und mit dem, was wir gefahren sind, auch schon alles hier in Cliffs Amusement Park, was auch gar nicht so wenig ist und man, glaube ich, hier ein paar nette Stunden haben kann und wenn man die Tour vernünftig plant, auch noch im Anschluss ein bisschen mehr machen kann. Wir jetzt nicht, weil da jemand ein bisschen Mädchen gespielt hat und woanders übernachten will als in einem normalen Motel und wir da jetzt hinfahren müssen, weil wenn wir das nicht machen würden, würden wir da um Mitternacht ankommen. Wäre nicht so prickelnd. Vor allem nicht mit dem, was das ist, wie das aussieht, was wir dann machen wollen. Das seht ihr noch in diesem Video jetzt. Wir schleichen uns jetzt Richtung Ausgang, vielleicht noch die eine oder andere Aufnahme, die ihr eventuell schon gesehen habt, aber auch nicht. Und dann geht es zum Auto und dann müssen wir 4 Stunden zur Unterkunft fahren. Wenn ihr denkt, boah, das ist aber weit, es wären sonst fast 3 Stunden zu einem Alpine Coaster gewesen, dann nochmal 2 Stunden zu einem Park und von da aus nochmal 4 Stunden zu der Unterkunft. Es geht nicht auf, ne? Merkt man schnell, oder? Ja. Oder? Vor allem, wenn der Park um 18 Uhr aufmacht, von dem aus man 4 Stunden fährt. Dann war man noch nicht drin und ist noch nicht die 3 Achterbahnen gefahren. Ich weiß ja nicht. Hat vorher jemand gesagt. Naja.
haben eine 4-Stunden-Journey vor uns, also gib es jetzt Mittag. Ey, zeig doch mal, wie aufgebläht die sind hier. Was soll das? Erstmal haben wir diese Pringles hier. Sieht man das? 7-Layer-Dip. Ich bin gespannt. Oh, geil. Ja, ich glaube, die fandst du gut. Richtig Salsa-mäßig. Aber man schmeckt auch Guacamole. Das ist eine Fajita als Chip. Ja, stimmt. Voll geil. Voll geil. Genau, wir fahren aber nur die Hälfte der Strecke jetzt erstmal. Und nach 2 Stunden, das ist tatsächlich die Hälfte von 4, wissen andere hier nicht, müssen wir nämlich noch was einkaufen, was wir jetzt vorher nicht geholt haben, in der Hoffnung, dass das, was Uschi gelesen hat bei der Unterkunft, auch stimmt und funktioniert. Wenn nicht, kriegen wir das trotzdem hin, aber es wäre natürlich richtig, richtig geil. Voll der Cliffhanger, wir machen es total spannend und sind jetzt gerade auch dabei zu gucken und nachzukontrollieren, wann wir wie wo am Ende die nächsten Tage noch verbringen. By the way, wenn am Straßenrand jemand steht mit Warnblink und eine Panne hat, ist es in sehr vielen Bundesstaaten gesetzlich vorgeschrieben, rüber zu fahren. Es schadet euch in Deutschland aber auch nicht, das auch zu tun. Auch wenn ein Abschleppwagen gerade ein Auto aufnimmt oder so. Es ist für die schon cooler, wenn ihr da einmal rüberfahrt und den nicht irgendwie den Poppes wegrasiert. Ja, das auf jeden Fall auch noch. Sonst, ich hatte irgendwas eben auch noch im Kopf, aber das habe ich wieder vergessen. Aber wenn es wichtig war, kommt das bestimmt auch noch mal wieder. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserer mysteriösen Unterkunft. Und Ich halte das Mikrofon. ja, weil das sonst so absteht. Auf dem Weg dahin wollten wir einen Supermarkt ansteuern, das werden wir tun. Dafür haben wir uns einen rausgesucht, ein Walmart Supercenter, der wirklich weit weg noch von der Unterkunft ist. Aber das ist halt auch ein bisschen im Nirgendwo. In dem Ort, in dem sich der Supermarkt befindet, nach dem Ort, in dem sich der Supermarkt befindet, habe ich jetzt gerade mal gegoogelt, weil der hat nämlich einen witzigen Namen. Denn der Ort heißt Truth or Consequences, also Wahrheit oder Pflicht sozusagen. Ich habe mir gedacht, das ist ja ein witziger Name, warum heißt ein Ort so? Der Ort hieß mal Hot Springs, ist so eine Kleinstadt, bisschen mehr als 6.000 Einwohner. Und 1950 gab es eine Abstimmung der Bürger und da war ziemlich eindeutig, dass der Name umbenannt wird, also die Stadt umbenannt wird zu Truth or Consequences, weil es gab eine Quizshow und der Moderator Ralph Edwards hat damals quasi gesagt, der als erstes seinen Namen der Stadt umändern lässt in Truth or Consequences, da würde er dann die Quizshow produzieren lassen. Hier steht bis jetzt nicht, ob der wirklich da produziert hat, aber es wird auf jeden Fall, es ist eine Straße nach ihm benannt und es gibt einen Feiertag und eine Party. Jedes Jahr am 1. April und am 1. Mai-Wochenende zu Ehren von Ralph Edwards und seit 1950. Der ist 2005 verstorben, der Herr. Ja, das ist auf jeden Fall super witzig. Man hätte sich irgendwie nicht denken können, dass es so eine einfache Antwort ist, aber naja. Sonst habe ich jetzt hier gerade noch keine interessanten Fakten gefunden. Wenn auch in der Stadt, die sich als erstes Right Review nennt, dann demnächst die Ja, genau, in der Stadt. Ja. Also wenn ihr irgendwie in einem Dorf wohnt, dann könnt ihr ja mal bei der Dorfversammlung ansprechen, ob das vielleicht eine Option wäre. Ist das heiß? Ist das absurd, dass hier ein Supercenter ist und Solardächer? Genauso bekloppt wie ein Ranger. Also Ranger Auto, nicht die Police, die auch oft dann vor Supermärkten und so stehen. Und wir gehen jetzt mal, also es ist sogar noch einer gerade in Zivil gekommen, mit so einem Rumbock und so einer Lampe an der Seite. Brauchst du einen Gartenstuhl für $10? Normal. Big Easy. Okay, jetzt wird's wild. Ich habe gerade gesehen, unsere Kühlbox gibt es jetzt in einer Kombi. Guck mal bitte. Das ist ja schade, dass wir die nicht gesehen haben. Also die gab es nicht. Das ist ja witzig. Und die ist im Angebot.
Schade, dass es die dem anderen nicht gab. Ärgerlich. So, wir müssen jetzt mal gucken, was wir holen. Ladungssicherung aus der Hölle. Kühlboxen lose drauf, Baumstumpf lose. Das liegt einfach lose da drauf. Bruder. Wir sind vom Walmart dann noch zur Tankstelle, weil wir waren jetzt schon in Bing, der Tank ist leer Bereich. Und einmal voll tanken und dann war noch ein Arby's mit in der Tankstelle und dann wollte Uschi einen kleinen Snack, aber das ist ja wieder mal super klein geworden. Aber es ist kein Menü, es ist nur just a sandwich. I'm sandwich. I'm sandwich. Angus, das heißt einfach Angus, Menü 4 oder Dingen 4. Gottes Willi. Ganz spannend, Crispy Chicken auf der anderen Seite, habe ich gerade gehört. Das ist wie so ein Philly Cheesesteak mit viel Zwiebeln. Das ist geil. Das sieht aber auch ordentlich aus. Da sind so Viehsperren hier. Ja, aber was ist das Schild denn hier? Das Schild sagt Caution, Mountainous Road ahead. Through trucks and trailers, seek alternate route. Hier können keine LKW langfahren. Sollte man nicht, ja. Es wird bergig. Es wird bergig, es gibt Tiere. Let's go! Da regnet's. Guckt euch das an. Hier regnet's überall nicht. Und da hinten, wo der Bro jetzt seine Beine reinhält, da regnet's. Das ist so krass still hier, ne? Ja, hier sind überall. Wir sind ja jetzt von der Straße, also die Straße reingefahren, wo keine LKW langfahren sollen. Und da war noch ein Schild ab, hier keine Services mehr, hier gibt's gar nichts mehr. Und wir fahren noch 50 Hier Mal. sind dann überall so kleine Löckskes oder was größere Löckskes von irgendwelchen Tieren. Und wir haben jetzt hier mal eben gesehen, das sieht tatsächlich aus wie so eine Schlackenhaut. Da habe ich gedacht, komm, wir gehen mal gucken. Aber ist es leider nicht. Oder zum Glück. Es liegt da auch so, ne? Hätte ja sein können. Was ist da? Oh ja, habe ich gesehen. Wenigstens Snake, weil die sind alle weiter drin. Das ist ja hier total nervig. Voll weich der Sand. I look out across the water, I smell the salt, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. We don't know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time.
smoke on the Cumberland, and the fireflies at midnight, and the color of the leaves in the gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee on. Yeah, I've still got Tennessee on my mind. Yeah. Oh Leute, das ist echt crazy. Wir sind ja jetzt auf diesen abgelegenen Part unterwegs, haben jetzt irgendwie das 3. Mal oder 4. Mal angehalten. Jetzt gerade, weil wir kontrolliert wollten, wie viel Wasser aus der Kühlbox rausgelaufen ist. Weil es war gerade so ein plätscherndes Geräusch. Die war zu voll, die Kurven zu steil, die Geschwindigkeit zu hoch. Ist die leerer. Jetzt kann die nicht mehr auslaufen. Aussieht wie ein Bär. Endlich habe ich eine Kuh gesehen. Hallo. Muhu. Hallo. Boah. Bruder, ey. Hast du die Kröten gesehen? Das ist ein Muskelpaket vor dem Herrn, ey. Na, ich glaube, wir sind hier ganz gut aufgehoben, oder? Ja. Njam, njam, njam. Bist du schön und stark und lecker. Also es ist jetzt auch wild, du hast jetzt so eben auch den Geruch von Tannen, das ist super waldig, trotzdem sind überall noch Kakteen, diese ganzen losen, sandigen Felsen, die wahrscheinlich auch ziemlich felsig sind, nicht nur sandig, aber es ist drumherum so viel weich. Das ist schon verrückt, ey. Und wir fahren noch 47 Minuten bis zur Unterkunft. Wir sind auf einer großen Straße quasi, die es auch so wirklich gibt und so. Und wenn wir die verlassen an unserer entsprechenden Abfahrt, ab da haben wir eine Wegbeschreibung. Oh, I've been long gone, wanna talk to you. I've been hustling for so long. Oh, and I've been thinking about the past, and it keeps me going on. Oh, and I can't stop, no, I don't stop. It's only I can see. Even if I end up all alone, I know my destiny. My mama told me we all bleed the same sun. Oh, prejudice and pride will make you change. Just always remember where you come from, 'cause I know you were born to break the chain. So I'm on my way. Yes, I'm leaving today. Are you riding with me? See, I'm living in the night.
wir sind angekommen. Das Gewitter soll gleich noch kommen, deswegen gucken wir jetzt mal, dass wir reingehen. Wir sind angekommen. Ja, wir waren schon im Gewitter, aber es soll hierhin noch kommen. Ist auch ganz schön schwarz da oben. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier richtig sind. Angeblich soll hier eine Schlüsselbox sein mit einem Code. Was ist denn hier jetzt? Also Eva muss es auch erklären. Stimmt, wir sind hier in Members. Das ist unser erstes Airbnb, was wir jemals gebucht haben. Und das war schon mal abenteuerlich, hier hinzukommen. Das ist jetzt irgendwie so, ich weiß gar nicht, wo ich es beschreiben soll, wo wir hier sind. Eben nirgendwo. Wir gehen mal gucken. Das ist auch eine geile Veranda hier. Also hier ist irgendwie ein Eingang, glaube ich, aber ich sehe jetzt keine Schlüsselbox. Siehst du eine Schlüsselbox? Ah, da ist die Schlüsselbox. Bin ich zu dumm? Muss man das? Ja. Ah, war ein bisschen tricky, wa? Wow, es ist echt so groß, wie es aussah. Das ist ja mega. Dann für uns direkt mal. Ja, wir haben hier so einen kleinen Esstisch für 4 Personen. Süß, auch voll, das ist voll dekoriert, wie ein Haus, wie wirklich ein Haus, ne? Riesen Wohnraum, cooler Fernseher, super gemütliche Couch, irgendwie cool eingerichtet, weil es halt so ein bisschen rustikaler ist. Gefällt mir sehr gut. Wir haben hier einen richtig geilen Kamin, den man auch befeuern kann im Winter. Das habe ich zumindest gelesen. Hier scheint noch irgendwie eine Veranda zu sein. Da gehen wir gleich hin. Auch cool hier oben mit der Deko und so. Ganze Spiele. Ja, richtig viele Spiele und so. Das ist natürlich perfekt. Hier ist auch nochmal so einen kleinen Aufenthaltsbereich. Gemütlich sitzen, wenn man hier jemand anders kocht. Und wie amerikanisch kann diese Küche aussehen, oder? Dishwasher ist non-functional. Weil der Ofen ist nämlich hier. Aber schön. Sorry, aber so sieht ein Backofen aus. Backofen, also alles, eine komplett voll eingerichtete Küche. Ich denke mal, hier hat man auch echt jeden Kram, den man sich irgendwie vorstellen kann, an Besteck und alles. Mega. So noch eine Notiz hier. Mikrowelle, riesen Kühlschrank da. Auch super viel Kram. Ich weiß nicht, was bei dir da noch in den Schränken drin ist. Keine Ahnung. Ja, Das, hier, guck mal. Judith. Lotuskekse. Warum Als weiß ob sie sie das? es gewusst hätte. Und was ist das? Ach Mensch, das ist ja goldig. Thank you. Welcome to 2 Arrows Lodge. Enjoy the magical Members. Ah, the Gila. Das ist hier der National Forest. Gila National Forest. Ja, wie gesagt, man hat hier echt alles. Noch mehr Kekse. Das kann man sich wahrscheinlich einfach alles nehmen, sonst wird es hier ja nicht stehen. Zeitschriften, noch mehr Schränke. Also es ist ja riesig hier, mein Gott. Hier hat es ein WC mit Badewanne. Auch total hübsch, total süß. Guck mal, die Handtücher. Lila und Türkis, das glaube ich ja nicht. By the way, auch Standard Badewannen, Dusch, Einlasstasse, Ja, ja. wie in jedem Motel. Ja, stimmt. Dann hat es hier 2 Schlafzimmer. Hier können wir getrennt, wenn wir uns nicht mehr mögen. Nicht mehr? Hallo? Hier gibt es einen gruseligen Kleiderschrank hinter einem Vorhang. Aber wirklich wieder süß mit Bildern und Pipapo und die Karte und so. Ventilatoren überall, weil ich glaube, hier gibt es keine zentrale Klima. Aber das Klima hier drin ist ja angenehm. So, dann hat es hier Schlafzimmer Nummer 2 ohne Licht. Oder habe ich jetzt was falsch gemacht? Nee. Vielleicht ist da nur die kleine Lampe. Auch wieder 2 getrennte Betten. Dann hat es hier wahrscheinlich noch ein WC oder Waschküche oder so. Waschküche. Genau. Trockner, alles pipapo. Hier ist dann der Tisch, an dem ich essen werde. Sehr gemütlich. Wirklich schön. So, dann gehen wir nochmal in die Richtung. Da gibt es nämlich noch mehr. Das ist fast nicht zu glauben. Das ist nämlich das Elternschlafzimmer, sage ich jetzt mal. Wunderschön. Guck mal, wie gemütlich und toll ist das denn? Da hat es noch hier sogar 2 Icepacks muss man da reinpacken. Die sind in dem separaten Gefrierding. Ja, das steht hier auch noch mal drauf. Ach so, Witzig, die das sind heißt im noch separaten Gefrierring. Das ist auch noch eine Notiz? Ja, nee, auch noch so ein Klimading. Ah, da ist auch noch so ein Klimading. Ja, sehr cool. Ja, weil hier ist irgendwie schon ein bisschen wärmer als auf der anderen Seite. Wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich ist das hier der Sunroom. Und hier ist auch noch mal ein Badezimmer mit einer Badewanne, so ein Tub-mäßig. So witzig. Toilette und auch noch mal eine Dusche hier in der Ecke. Da vorne ist noch mal eine Dusche. Richtig cool. Ja.
So, dann gehen wir nochmal auf die andere Seite, wo die zweite... Und die Besitzer wohnen da hinten, so wie ich das verstanden habe, denen das hier gehört. Ja, wunderschön. Also ich muss sagen, auf den Fotos sah es schon gut aus, aber das hier ist wirklich noch mal schöner. Also das gefällt mir echt mega gut. Sehr zufrieden. Das ist leider nicht drauf, Alter. Das war auf jeden Fall gerade ein Geschepper, ey. Holla die Waldfee. Vielleicht hat ja die Dashcam ausgeblitzt. The city life and the crazy nights. Figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kinda miss this place I used to live back home. Cause up here it's breakneck, paycheck, rat race. What's next? I'm tired of feeling like a small fish in a big pond. I think I'll go back where I came from, where everybody knows my name. My friends are still the same. I guess the slow life hit me just right, like a bonfire on a cold night. Hell, and you can keep your 9 to 5. Happy with the simple life. Yeah, I ain't here to try to change your mind. I'm trying to save your time, in case you're thinking about breaking out the bucket list. Girl, you can skip this funny business. Cause up there it's complicated and overrated. Down here everything is understated. That's alright by me. I got everything that I need. But there is breakneck, paycheck, rat race. What's next? I'm tired of feeling like a small fish in a big pond. I think I'll go back where I came from, where everybody knows my name. All my friends are still the same. Es ist jetzt wunderschön geworden. Also da hinten geht jetzt gerade die Sonne unter. Es ist einfach nur traumhaft. Und wir haben hier einen kleinen Grill. Der Regen hat aufgehört und Bro macht sich jetzt mit dem Gerät vertraut. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass er so richtig auf Gas grillt. Fragen wir ihn jetzt gleich. Und ja, ich gehe jetzt mal hin, wie man sieht. Diese süße Grillecke. Schnauf wie ein Pferd. Und dann frage ich den Bro mal, Bro, ist das erste Mal, dass du auf Gas grillst? Ja. Ich bin kein richtiger Mann. Ich bin kein richtiger Mann. Wieso? Holzkohle ist doch für richtige Männer, oder? Angekriegt haben wir ihn schon mal. Das ist tatsächlich nicht so schwer gewesen, aber boah, da hast du aber echt 2 Ohren, 4 Ohren. Boah, Alter, was ist das denn, ey? Geil ist Monströs. Stark. Ich habe so Dünnis. So dünne Rückis. Gibt schon ein schlimmeres Setting, oder? Das war jetzt so unsere Idee von, das könnte man jetzt machen, ohne viel Stress, ohne... Also man hätte jetzt auch noch eine Marinade machen können, aber ich glaube, mit den ganzen Gewürzen ist das auch ziemlich geil. Was ist das für eine Pflanze? Eine Palmlilie. Wow. Ride like a bonfire
Und da würde ich ja gerne Uschi reinschmeißen. Aber wie geht das jetzt? Tue ich das jetzt etwas so, da sehe ich das noch? Ja, warte, da muss ich aber reinfilmen jetzt. Hier ist nämlich ein Schalter. Warte, ich muss ja das Du reinfilmen. siehst ja nichts. Das ist schwarzer Raben-Kohlenkeller. Und weg. Das ist so krank. Das ist wirklich krank. Also, man kennt das ja aus Filmen, das so. Aber das erste Mal, dass ich das in echt. Haben wir lecker gegessen? Das sieht alles so klein aus im Walmart und wir haben viel zu viel. Und wir haben von allem die kleinen Packungen genommen. Können wir. Hell, you can keep your 9 to 5, 'cause I'm happy with the simple life. Oh Lord, you can keep your 9 to 5. Peoples, das war jetzt erstmal von hier und dieser Unterkunft voll geil, übertrieben gut. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, in so einem Häuschen zu leben. Blöd geplant oder auch gar nicht geplant. Einen Tag zu früh quasi gebucht oder, ist auch egal. Aber sehr, sehr nice. Auf der Veranda eben gechillt und einfach diese Ruhe. Und Häschen kam vorbei. Wir haben auf den Bildern gesehen, dass hier auch... sind ja keine Rehe, ich weiß nicht, wie das genau dann hier heißt. Wir sagen immer dann Bambis und das ist genauso falsch, aber nicht so falsch, wie wenn man Rehe sagen würde, auch wenn sie genauso aussehen. Wahnsinn, also richtig, richtig stark und auch verrückt, wie das so gemacht ist. Nochmal so ein richtiger Einblick, wie man in den USA normal lebt, weil es ist ein normal eingerichtetes Haus, was sonst auch so normal bewohnt wird. Das ist auf jeden Fall auch Wahnsinn. Das jetzt mal so zu sehen. Und es sieht auch aus wie eine Autowerbung, wie die Kiste hier vor der Tür steht, vor so einem Haus und dann gegrillt und gegessen. Und wir sind aber kaputt, müde, schwingen unsere Schwellkörper ins Bettchen, sehen uns morgen wieder, dann geht's weiter. Wir fahren auch weiter und wechseln den Bundesstaat wieder. Wir haben ja noch ein paar Bundesstaaten, die wir hier noch nie gezeigt haben, wie New Mexico war jetzt auch das erste Mal. Morgen geht's da also weiter mit was Neuem und mit was Fahrem und überhaupt. Ja, ich glaube, das war's dann auch, oder? Mehr haben wir nicht mehr zu erzählen, außer dass es wirklich, wirklich, wirklich super beeindruckend ist, gerade hier zu stehen.